Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, das Hexen-Event kann kommen, mein Inventar ist rappelvoll. Ich hoffe, bei euch sieht es auch so ähnlich aus, dass ihr da am Freitag direkt reinstarten könnt und alle Sachen verkaufen könnt. Denkt auch daran, kleiner Pro-Tipp an der Stelle, euer alter Ego, euer Mannequin, hier auch komplett, so gut es geht, natürlich mit Items zu versorgen, die ihr dann auch alle, oh, das können wir sogar heute verkaufen hier, die ihr dann auch am Hexen-Event morgen alle schön verkaufen könnt für den doppelten Wert, ne? Also auch hier bitte immer den Platz nutzen. Für solche Anlässe lohnt sich das immer ganz gut. Ja, ansonsten wollte ich heute eigentlich das Video machen mit den 100 Hades-Tries. Das hatte ich jetzt aber über den Haufen geworfen. Das machen wir vielleicht morgen. Ja, denn heute wollte ich noch mal ein bisschen auf die News von gestern eingehen, denn dort stand ja in der Post hier zumindest, dass halt eben das Oktoberfest uns erwartet. Das ist auch so, ja. Aber wenn man noch mal auf anderen Plattformen schaut, dann sieht man, dass man eventuell hier oder da einen kleinen Hinweis erhaschen kann für kommende, Updates bzw. kommende Events. Und dazu blicken wir einfach mal, werfen wir einfach mal einen Blick ins Forum. Und hier sind auch die News vorhanden, so wie wir es auch in der Post gelesen hatten. Nur hier haben wir immer die Vorschau auf nächste Woche und deren Events. Hier, hier sind die News, die wir in der Post hatten und hier nochmal zusätzlich. Selbstverständlich habe ich auch schon eine kleine Vorschau auf den Event-Mix Ende kommender Woche für euch. Da stehen unter anderem auf dem Plan Auraler Großputz, Tag der tollkühnen Tiere, Glückstag, Epic Gut Glück Extravagantia, Erfahrungsreichtum und Tag des heißen Eisens. Und das wäre mir eigentlich gar nicht so aufgefallen, weil ich die Event-Reihenfolge bzw. den Mix gar nicht so im Kopf habe, so die ganzen Zusammensätze da und die ganzen Reihenfolgen. Es kam aber nochmal ein kleiner Hinweis, und zwar, warum die Liste von der gewohnten Liste abweicht, erfahrt ihr kommende Woche in den News. So. Das heißt ja schon mal, das ist ja schon mal vielversprechend wie Stotterer an der Stelle, dass eventuell uns irgendwas nächste Woche erwarten könnte, ne? Also es wurde, der Eventmix wurde umgeändert, ist nicht so wie geplant. Und wenn man Tag des heißen Eisens mit dazu nimmt, dann ist das immer schon ein Anzeichen dafür, dass wenn der legendäre Dungeon kommt, meistens immer in Kombination mit Tag des heißen Eisens fungieren könnte. Es könnte aber auch sein, dass also was ich damit sagen will, es wird wahrscheinlich ein legendärer Dungeon nächste Woche angekündigt werden, mal wieder. Und das passt auch ganz gut vom Zeitraum her, denn wenn wir jetzt mal, bin ja schon ein paar Jährchen jeden Tag aktiv hier auf YouTube. Ich führe hier so eine Art kleines Tagebuch und da kann man immer sehr, sehr gut rückblickend schauen, wann irgendwas gewesen ist. Meistens zumindest, wenn wir jetzt mal zurückschauen auf letztes Jahr, den legendären Dungeon, da haben wir hier diese Shady Party, Birthday Party oder was das glaube ich gewesen ist von SF. Und da sehen wir, dass der Legendary Dungeon geöffnet hatte, und zwar am 24.09.2021. Ja, das heißt, im September, Ende September, war Eröffnung des letzten Birthday Dungeons war es, glaube ich, gewesen. Das heißt, vom Zeitraum her könnte es eventuell hinkommen, dass nächste Woche halt schon das Ganze angekündigt wird. Wenn wir mal hier auf die Zeitspanne schauen, dann sehen wir, nächste Woche Freitag wäre der 23. Das könnte gut sein, dass eventuell Mitte nächster Woche schon für den 23. ein legendärer Dungeon angekündigt werden könnte. Es würde zumindest passen vom Zeitraum her, wie es letztes Jahr gewesen ist. Und das Ganze hat sich ja immer ein bisschen vor Halloween abgespielt, ne? Halloween ist ja dann im Oktober, Ende Oktober. Und deswegen ist meine Vermutung, dass in Kombination mit diesem kleinen Hinweis hier, dass halt uns eventuell am 23. ein legendärer Dungeon erwarten könnte. Ja, das heißt nicht, dass es muss, aber könnte sein, dass es so ist.
Ne? Und da kann man sich eventuell schon mal drauf einstellen. Wir haben ja jetzt auch gerade also ab morgen Hexen-Event. Und das könnte sein, dass es eventuell, da der ja 10 Tage geht, das nächstes Wochenende auch nochmal Hexen-Event ist, weil das immer, ja, jetzt so gewesen ist, zumindest die letzten Male beim Leggy Dungeon, dass Hexen-Event auch in Kombination ein Wochenende zumindest da ist und dann vielleicht auch Pilz-Event ist. So, ne? Die erste Woche haben wir jetzt nämlich kein Pilz-Event hier mit dabei, nur Tag des heißen Eisens. Könnte sein, dass sich das leicht wiederholt, denn das letzte Wochenende des Monats, das dann Tag des heißen Eisens, Pilz-Event, Hexen-Event und sowas denn ist. Ne? Damit man dann halt nochmal zum Event aufladen kann für, ja, gleiches Geld, mehr Pilze. Ne? Und halt eben, ja, zum Hexen-Event, zum Legendary Dungeon nochmal ausrasten kann. Da sich das ja meistens eher noch lohnt. Deswegen hatte mich das gewundert, dass jetzt auch schon wieder Hexen-Event ist. Mal schauen, ob es so ist. Könnte auch sein, dass es diesmal nicht so ist. Zumindest war es die letzten Male so. Das ist auf jeden Fall meine Vermutung. Und ja, ich bin gespannt, ob das Ganze so eintreffen wird. Ne? Ich habe bisher noch keine Ahnung. Ja, auch wenn manche Leute immer so denken, jo, ich hätte hier irgendwie voll krass schon Vorwissen über die kommenden Updates, nur weil ich gepartnert bin oder so. Das ist nicht der Fall. Ich wünschte mir, es wäre so. Auf der anderen Seite hätte ich dann wahrscheinlich auch wieder Redeverbot. Ja? Also ich müsste dann Schweigepflicht halten. Und so, wenn ich es halt nicht weiß, dann kann ich halt aus eigenen Wissen oder beziehungsweise Hinweisen, die mir gegeben werden, das euch dann schon dementsprechend präsentieren. Ne? Selbst wenn ich jetzt was gewusst hätte, könnte ich das jetzt auch so machen, weil irgendwo wird es ja schon indirekt so ein bisschen angekündigt, dass eventuell was kommt, und wenn man sich halt die letzten Jahre anschaut, dann war das auch immer so gewesen, dass halt eben der Rhythmus zumindest so gestimmt hat. Ne? Ja, deswegen freue ich mich da auf jeden Fall schon mal sehr drauf. Ne? Ich würde es jetzt auf jeden Fall jetzt nicht vorab irgendwie hypen oder sagen, dass es so ist. Aber ich freue mich immer, wenn Legendary Dungeon ist, dann kann man immer einen coolen Livestream rausbringen, so, dann kann man immer ein bisschen Content dazu produzieren, und an sich, der Leggy Dungeon macht mir auch einfach sehr viel Spaß, und deswegen freue ich mich da dementsprechend dann auch schon drauf, wenn es wieder soweit ist. Ne? Vor allen Dingen, ich habe ja nachher dann auch die Zeit Urlaub, das heißt, man kann da dann auch dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr reingrinden. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze mit den Events verhält, ob dann das zweite Leggy-Wochenende dann Hexen-Event ist, dann muss ich es da spielen. Auf der anderen Seite bin ich allerdings vom 29. war das, bis zum 3. Oktober bin ich ja bei Paul in Kassel, ne, mit dem Chris zusammen. Und da hätte ich dann dementsprechend keine Zeit. Deswegen muss ich mal schauen, wie wir das Ganze denn vorab dann handhaben werden in Bezug auf den Leggy Dungeon und den Events, die dazu dann kommen. Weil ich möchte natürlich schon ein maximales Outcome schon haben, wenn wir Leggy Dungeon spielen sollten. Ne? Das heißt, wenn dann Hexen-Event sein sollte, möchte ich es dann auch dann mitnehmen. Das muss ich dann allerdings dann erstmal wissen, ob es dann überhaupt so ist. Ne? Das weiß ich jetzt nämlich vorher nicht. Ja, ansonsten, wir gucken nochmal schnell. Oh, ich bin schon wieder in der internationalen. Mal schauen, wie es heute aussieht. Ja, es sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Den haben wir souverän weggeknallt. Ist auch statpunkt-technisch deutlich unter mir. Deswegen nur fair, dass ich hier gewonnen habe. Und ja, hier sieht es gut aus. Hier haben wir heute anscheinend gegen Chimera gewonnen, gegen die wir gestern ja verloren hatten. Und gucken uns mal den Kampf an. Wir spulen mal wieder ein bisschen vor, ne, und gucken mal, ob der Kundschafter heute genauso ein Glück hatte wie gestern, wo er uns so heftig weggekrittet hat. Anscheinend ja wohl nicht. Wir hatten nur extremes Pech gestern gehabt, kann man mal so sagen an der Stelle. Aber so ist das halt mit einer Glass Cannon. Entweder gewinnt man oder halt eben nicht, ne? 50-50. So, da bin ich schon an der Reihe. Mal schauen, was wir anrichten können. Jawohl, so muss das. Oh shit, da wurden wir weggemacht. Ja, okay, Trainee. Und jetzt kommt hier wieder unser Freund hier. Mal schauen. Okay, er krittet einen weg. Ja, hier haut er kein Crit raus, aber wir hauen auch kein Crit. Doch, jetzt haben wir einen Crit raus. Und ein Crit, wie gestern schon bereits gesagt, reicht halt eben, um hier diese Glass Cannon aus dem Leben zu scheppern. Hat geklappt und wir sind wieder einen Platz höher gekommen in der IHOF. Ne?
Morgen dann gegen eine portugiesische Gilde, glaube ich. Polen sind ja das hier, ist glaube ich portugiesisch. Und dann gegen Cosa Nostra eventuell, mal schauen. Weil, ja, hier haben wir ja den Turau drin. Bin gespannt. Und ja, für heute soll es dann erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.